Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahme Sherlock Holmes Crimes and Punishments hier auf meinem Kanal. Ja, und ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf ein neues Spiel. Ja, so, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber so wirklich viel davon weiß ich auch nicht mehr. So, und der erste Fall heißt der schwarze Peter. Wenn ich mich recht erinnere, ist der schwarze Peter tatsächlich eine Geschichte aus den Sherlock Holmes Teilen. Aus den Büchern, meine ich. So, und da werden wir auch schon auf auf das Deduktionssymbol hingewiesen. Und aufs Notizbuch. Zwei Dinge, die in diesem Spiel sehr, sehr häufig benutzt werden. Da wir im Notizbuch die Hinweise finden und mit dem Deduktion die Fälle später dann lösen werden auf eine von mehreren verschiedenen Weisen oder beziehungsweise mehreren verschiedenen Mördern beziehungsweise Tätern. So, fortfahren. Holmes! Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first.
The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. So, und dann können wir jetzt auch uns selbst bewegen. So, mit Tab können wir uns das Notizbuch ansehen. So, Aufgaben: untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, sehen Sie sich den Tatort an in Woodman's Lee an, suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. So, hier haben wir noch ein bisschen ein paar Informationen. Inspector Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord an einem ehemaligen Captain, schwarzer Peter, genannt. Moment mal. Dem ein ehemaliger Captain, schwarzer Peter genannt, zum Opfer gefallen ist. So, hier auf der Karte haben wir jetzt die Baker Street und Woodman's Lee. So, Beweise. Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1945 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. So, mehr haben wir hier jetzt noch nicht. So, dann wollen wir doch mal... This is where I keep my post. Da ist noch nichts. Zeitungen und Enzyklopädien brauchen wir auch erst später. So, Kleiderschrank. So, wir sollen uns ja einen Anzug... was haben wir hier? Ne, den kann ich nicht anziehen. Wir haben den Freizeitanzug. Ich würde sagen, wir nehmen den schwarzen Anzug. So, und jetzt, wo wir den Anzug haben, können wir uns auch auf den Weg machen nach Woodman's Lee. So, ja. Wir könnten uns jetzt das Notizbuch anschauen, beziehungsweise auch die Herleitung öffnen. Das bringt uns allerdings noch nichts, weil wir haben keine Beweise bisher. So, dann können wir jetzt auch wieder weitermachen. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. So, damit sind wir jetzt auch in Woodman's Lee. Wir sehen schon hier ein paar Polizisten an der Arbeit. So. So, da haben wir auch die Detektivsicht quasi. Damit haben wir jetzt die Schuhabdrücke gesehen. These footprints appear to be quite large. Achso, hier brauche ich einen Gegenstand. So, gucken wir uns mal den Garten an. It seems that the garden was well maintained. So. Mr. Holmes? Okay, du hast nichts zu sagen. Okay, auch gut. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Da drüben ist noch ein Polizist und hier haben wir auch Lestrade. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you.
Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. So, dann wollen wir sie jetzt einmal genauer betrachten. So. Wir haben ein Kameh. Rosenkranz. Gartenhandschuhe. Eine Haubenmeise. Und ein Nistkasten. So, irgendetwas Ungewöhnliches. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Wann wurde die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Gibt es einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ich meine, hier war Pilgerfahrt die richtige Antwort. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. So, dann sind wir mit ihr fertig. Gut, Beweise. Pilgerfahrt. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. So, dann haben wir noch den gepflegten Garten. Der Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Und die unbekannten Abdrücke. Im feuchten Gartenboden von Woodman's Lee habe ich nicht identifizierte Schuhabdrücke gefunden. Sie stammen womöglich vom Täter. Vielleicht kann ich ja ein paar Stiefel finden, die zu den Abdrücken passen. So, und dann haben wir noch das Charakterporträt von Judith Carey. Judith stammt vom Lande. Irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness oder Strathspey in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg
zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. So, dann hätten wir das auch schon wieder. Gut, dann wollen wir doch einmal runter zu Lestrade und mit ihm einmal reden. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Das ist wunderbar. So, Tür öffnen. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. So. Da haben wir Kratzer am Türschloss. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. So. What a terrible way to die. Ja, tatsächlich. So, wir benutzen erstmal die Konzentration. So, Regal. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Also, hier fehlt eine kleine Kiste. So, was haben wir hier? Logbücher. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. So, die Holztruhe. Schauen wir doch mal, was wir hier drin haben. Peter Careys Stiefel. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. So, Navigationsinstrumente. Old navigation instruments. Nothing interesting. Harpunenhalterung. Harpoons for hunting whales. So, Tisch. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this. Okay, ein Tabakbeutel. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. So, schauen wir mal rein. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. So, jetzt müssen wir das so hindrehen, dass es passt. Ich meine mich zu erinnern, dass es so rum war. So, da haben wir es doch fast schon. Oder auch nicht.
vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Da haben wir es doch. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. So, dann sind wir hier auf dem Tisch auch schon. Nein, sind wir noch nicht fertig. Hier, wir haben noch die Flasche. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. So, jetzt haben wir den Tisch fertig. So, toter Peter Carey. So, durchbohrte Brust. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. So, Peter seine Carey was Kleidung. fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. So, die Blutlache. Wir haben hier ein Notizbuch. So, die Initialen. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. So, dann öffnen wir es mal. Hier haben wir ein paar Abkürzungen. These abbreviations mean something, but what? Hier haben wir noch ein Matrosenmesser. Aber wir können erstmal in die Deduktion gucken, in die Herleitung. So, wir haben hier Notizbuch und Einbruchsversuche. So, auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. So. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. So, was haben wir hier noch? Ein Matrosenmesser. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. So, also die Blutlache haben wir jetzt fertig. So, haben wir noch die Peter Harpune Carey hier. was impaled to the wall by a whaling harpoon. So, Tab, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben eine neue Aufgabe. Suchen Sie sich ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begonnen hat. So, was haben wir hier? Wir haben den Tabakbeutel. Erfragen. Ein Tabakbeutel aus Robbenleder, der auf einem Tisch in Peter Careys Hütte lag. Die Initialien PC wurden grob eingebrannt. Das Werk eines Seemanns. Careys Stiefel verwenden. Peter Careys Stiefel. Sie scheinen Schuhgröße 8 zu sein. Umriss im Staub erfragen. Der Umriss im Staub in einem von Careys Regalen legt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. So, scharfes Messer. Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden nahe der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren einer Benutzung auf. Abkürzung. Ein Notizbuch vom Tatort mit den Initialen JHN. Darin stehen die folgenden Abkürzungen: ASM, TY, BRS und so weiter. Ich lese die jetzt nicht alle vor. So, und die Lückbücher, die Logbücher. Auf dem Regal sind die Schiffslogbücher der Jahre 1878
1878 bis 1884 aufgereiht. Ohne Zweifel enthalten sie Berichte über die Wal- und Robbenjagden des Schwarzen Peters. So, gut. Und wir haben noch das Charakterporträt von Peter Carey. Peter Carey, geboren 1845, wurde 50 Jahre alt. Er war ein wagemutiger und erfolgreicher Wal- und Robbenjäger. Lange Jahre kommandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn aus Dundee. 1884 setzte er sich zur Ruhe und reiste einige Jahre umher. Die letzten 6 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in Woodman's Lee. So, dann hätten wir die Aufgabe Woodman's Lee inspizieren abgeschlossen, aber wir haben hier noch... Das Regal ist noch nicht fertig untersucht. Sehe ich gerade. Wir haben hier noch Pottwalzähne. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. So, damit wäre das Regal fertig. Und wir haben hier noch eine Karte. Da, Dundee. Dundee. Und Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Eine Walfangkarte. So, und wir suchen jetzt einen Platz zum Verstecken. Das hier sieht doch gut aus. Hier kann ich nicht rumgehen. Okay. So, vielleicht müssen wir auch erstmal Lestrade reden. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. So, dann reden wir aber vorher nochmal mit der Frau, mit Judith. Weil wir haben hier ja noch ein paar Sachen gefunden. So, hat Peter geraucht? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Peters private Unterlagen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. So, da wissen wir auch, was da für eine Kiste fehlt, nämlich die kleine Blechkiste mit seinen Unterlagen. So, wir haben aber noch die Stiefel, die können wir bestimmt mit den Schuhabdrücken hier vergleichen. So, und These boots don't match the footprints. wir sehen, dass sie kleiner sind. Und wie schon von Holmes angemerkt, nicht passend. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. So, damit haben wir soweit alles hier abgefrühstückt. Jetzt können wir hier warten. This looks like the perfect hiding place. So, dann werden wir jetzt wohl gleich sehen, wer versucht hat einzubrechen. So, dann wollen wir mal.
you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. So, damit hätten wir ihn schon gefangen. Das ging ja leichter als gedacht. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. So, ich gucke einmal kurz in die Herleitung. Also, wir haben die fehlende Blechkiste und die Einbruchsversuche. Nein. Kein Gärtner, raucht nicht, aufgespießt an der Wand. Passt alles nicht zusammen, okay. Ich probiere das ein bisschen durch jetzt. Nein. Nein. Kein Gärtner, Einbruchsversuche. Ne, funktioniert alles nicht. So, und dann können wir auch gleich fortfahren. So. Gut, dann haben wir auch wieder neue Aufgaben. So, wir sollen den Verdächtigen jetzt verhören und uns seine Ding dann angucken. Also Scotland Yard können wir jetzt besuchen. Und wir müssen noch irgendwas mit dem Messer erfragen. So, öffnen wir mal hier die Tür. So, hier haben wir Nelligans Gegenstände. These are the suspect's belongings. The Wir haben notebook das that we found on Notizbuch. Peter Carey's cabin floor. So, hier fehlt uns noch ein Gegenstand. Wir haben den Ring. To my friend Also, from R. Dawson. to my friend And partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. So, wir haben A das handkerchief Taschentuch. with the initials JHN. Und ein Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. So. Das wäre dann soweit alles. So, die Tür. Die Tür. Und der Verhörraum. So, dann reden wir mal mit ihm. Beziehungsweise erstmal gucken wir uns ihn natürlich genauer an. Wir haben gleich mal die schäbige Mütze. Flicken. Teurer Stoff. Feine Knöpfe.
Große Ärmel, Hornhaut, Narben. So, eine Sache fehlt noch. Da. Dünner Hals. Damit hätten wir die Charakteranalyse abgeschlossen. So, Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. So, das Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Und der Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ich glaube, Jacke des Vaters. Nein. Es ist nicht die, nicht The die Jacke des police Vaters. seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Dann ist es auf alle Fälle der Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Jetzt hoffentlich die Jacke des Vaters. Ja. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. So, wir schauen noch einmal in die Herleitung. So, schnell gehandelt mit aufgespießt an der Wand. Okay. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie einen Menschen an einer Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. So, ich will aber noch mal gucken. Nein, bestimmt. Aber Einbruchsversuch mit Intelligenz. Tagebuch. Notizbuch. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. So, aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, war es das erstmal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und hoffe euch auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auch